Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zu diesem Objektiv hier, und zwar das Sigma 12 mm f1.4 DC Contemporary. Ich habe es hier für den Fuji X-Mount, das kommt aber auch noch für den E-Mount wie üblich und für den Canon RF-Mount. Ihr bekommt das Objektiv für 599 Euro. Wie ihr seht, ich habe es hier an der Fuji X-T50, konnte das jetzt mal ausgiebig ausprobieren die letzten Wochen. Ich weiß noch nicht, wann es veröffentlicht werden soll, aber es sollte heute veröffentlicht werden. Also wenn ihr das Video jetzt schaut, dann sollte das jetzt auch online sein. Ihr könnt es also auch kaufen. Ich packe euch da Links in die Beschreibung. Ich möchte euch aber natürlich ein bisschen was zu diesem Objektiv erzählen. Wie gesagt, ich habe es hier an der Fuji X-T50 ausprobiert. Das sind 40 Megapixel. Vom Gewicht her liegt ihr bei 225 Gramm am E-Mount, 235 Gramm am Fuji X-Mount und 250 Gramm am RF-Mount. Ich habe jetzt die Fuji-Version hier mit 256 Gramm am Body gemessen, also 256 Gramm das Objektiv mit Gegenlichtblende und dem Frontdeckel. Das ist auch vom Gewicht her ja, sehr ansprechend, weil es eben auch nicht so schwer ist. Jetzt ist es so, wir sind hier bei 12 mm am Crop-Sensor, das heißt, wir haben 18 mm Brennweite im Äquivalent zum Vollformat, zum Kleinbildsensor. Und das ist dann doch schon so eher eine, ich nenne es mal Landschaftslinse. Also ihr könnt damit schön Landschaft fotografieren. Ihr kriegt da eben sehr viel drauf, weil es eben ein großer Weitwinkel ist. Ihr könnt das Ganze aber natürlich auch zum Vloggen verwenden. Also wenn ihr die Kamera so vor euch haltet und euch selber filmen möchtet, dann habt ihr da einen sehr schönen Ausschnitt und ihr bekommt auch sehr viel von der Umgebung noch mit rein. Ich zeige euch da ein paar Ausschnitte, wie das Ganze so aussieht. Und natürlich mit der 1,4er Blende habt ihr da auch einen sehr schönen Hintergrund. Da geht das Ganze im Bokeh unter. Das Bokeh ist gerade beim Vloggen sehr schön weich. Jetzt ist es immer so ein bisschen so, ihr müsst da gucken. Ihr könnt natürlich die 1,4er Blende verwenden, aber dann erkennt man vom Hintergrund schon wirklich nicht mehr so viel. Ihr wollt da vielleicht ein bisschen abblenden, dass man eben auch die Umgebung noch erkennen kann, weil die wollt ihr ja vielleicht auch vorstellen. Aber wie gesagt, es lässt sich natürlich auch 1A zum Fotografieren nutzen, eben wenn ihr Landschaftsaufnahmen und so weiter machen wollt. Wenn ihr Filter verwenden wollt, ihr habt einen 62 mm Filtergewinde und das Ganze ist staub- und Spritzwasser geschützt. Ihr habt einen Fokusring, der lässt sich sehr angenehm fokussieren, sag ich mal. Also ihr habt da einen leichten Widerstand. Das heißt, ihr könnt da wirklich sehr sauber fokussieren und ihr habt einen Blendenring. Der Blendenring von Blende 1,4 bis Blende 16, da hört ihr es vielleicht. Der kommt mit Klicks. Ihr könnt hier auch nichts deklicken oder so. Ihr habt allgemein keine Schalter am Objektiv. Das Ganze lässt sich natürlich auch an A stellen, damit die Blende automatisch von der Kamera ausgewählt wird, oder ihr das eben über das Rad an der Kamera umstellen könnt, wenn ihr es in der Kamera konfiguriert habt. Bei der Canon RF-Version ist das Ganze hier kein Blendenring, sondern ein Steuerungsring. Da könnt ihr euch das frei belegen, was der Ring so machen soll. Ich war damit ja sehr angenehm unterwegs, sag ich mal. Ihr seht hier vielleicht ein paar Beispielbilder. Ich war da im Schwarzwald unterwegs, habe da ein paar Aufnahmen von Landschaft und auch von dem Baumwipfelpfad und so gemacht. Und das ist schon ganz cool. Also gerade eben die Größe von dem Objektiv an der Kamera mit der X-T50 zusammen ist es natürlich alles sehr kompakt und leicht. Da macht es schon ordentlich Spaß. Der Mindestfokussierabstand beträgt 17 cm. Da seid ihr ungefähr hier vorne. Das ist jetzt kein Makroobjektiv, vor allem mit dem Weitwinkel natürlich. Da kommt ihr nicht so in die große Vergrößerung rein. Aber man kann schon mal näher hin und hat dann ebenso auch noch ein bisschen den Hintergrund mit drin. Gerade mit Blende 1,4 ist der dann natürlich auch schön verschwommen, wenn man da sein Motiv ein bisschen hervorheben will. Und dann kommen wir jetzt mal zum wichtigsten Teil, und das ist so wirklich die Bildqualität von dem Objektiv. Da sitze ich also wieder mit meinem Laptop und habe hier die Bilder vor mir. Wir können die einfach mal gemeinsam ein paar zumindest anschauen. Und bei der Schärfe ist es so, die Schärfe ist in Ordnung. Bei Offenblende etwas weicher. Wenn ihr da ein bisschen abblendet, dann tut sich da noch mal ein bisschen was. Es gibt aber insgesamt schärfere Objektive. Jetzt ist es so, wir sind hier in der Contemporary-Serie. Das heißt, wollt ihr knackscharfe Bilder mit wirklich perfekter Schärfe, dann müsst ihr da zur Art-Serie greifen. Da wird es dann natürlich teurer und auch ein bisschen größer. Meiner Meinung nach wird es aber immer ein bisschen überbewertet. Wenn ich jetzt hier sage, die Bilder sind bei Offenblende ein bisschen weicher, dann ist es nicht so, dass die Bilder überhaupt gar nicht nutzbar sind oder irgendwie sowas. Man sieht einfach nur, dass es noch ein Tick schärfer sein dürfte. Das ist aber
Also meiner Meinung nach immer noch ganz weit weg von unnutzbar und man sollte einfach die Kirche mal im Dorf lassen. Ihr habt mit so einer Kamera, mit so einem Objektiv immer noch eine viel, viel bessere Bildqualität, als wenn ihr jetzt mit einem Smartphone oder so fotografiert. Also das darf man nicht so ganz überbewerten. Wir sind hier in einem Preisbereich, wo man jetzt nicht eine Knackschärfe bis in die Ecken erwarten darf. Das ist einfach so und man muss es auch so sehen, bei 12 Millimeter hier, da bekommt ihr sehr viel aufs Bild und meistens wird es da schon schwierig, alles überhaupt auf eine Schärfe-Ebene zu bekommen. Wenn man vor allem ein bisschen näher ans Objektiv geht, dann habt ihr da natürlich auch eine Hintergrundunschärfe. Und hier spielen die weichen Ecken dann auch gar keine große Rolle mehr. Vor allem eben bei Offenblende, da die Ecken, wie gesagt, in der Schärfe untergehen, in der Hintergrundunschärfe, sagt man so. Bei Landschaften solltet ihr aber auf jeden Fall ein bisschen abblenden, aber meiner Meinung nach wird das sowieso immer ein bisschen abgeblendet, weil ihr wollt ja auch relativ viel aufs Bild bekommen. Wie gesagt, es ist nicht unbrauchbar oder so, aber es gibt natürlich schärfere Objektive. Ich hätte aber 0,0 Probleme damit, mit dem Objektiv Landschaften oder sonst irgendwie was aufzunehmen und die Bilder dann auch weiter zu benutzen. 9 Blendenlamellen sorgen dann für das Bokeh und das könnt ihr hier im Videobeispiel, und ihr habt es vorhin wahrscheinlich auch schon gesehen, mal sehen. Das sieht schon wirklich sehr gut aus. Ihr dürft nur eben kein cremiges Bokeh erwarten, wenn ihr weit weg von eurem Motiv seid. Das geht bei 12 Millimeter eben selbst bei einer Blende 1,4 nicht. Das ist physikalisch einfach so nicht möglich. Da müsst ihr schon wirklich sehr nah an euer Motiv hin und dann wird es auch schon wieder ein bisschen cremiger. Also insgesamt finde ich das Bokeh jetzt wirklich, damit kann man arbeiten. Da sind keine irgendwie Verwirbelungen oder irgendwelche Ablenkungen oder so im Hintergrund, welche das Bokeh irgendwie unansehnlich machen würden. Also da kann man wirklich schon sehr gut mitarbeiten. Auch beim Autofokus muss man sagen, der ist sehr schnell und hat sauber fokussiert. Jetzt muss man da natürlich so ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe es an der Fuji getestet und das ist eben so schnell und sauber, wie es an der Fuji sein kann. Fuji hat jetzt nicht den Top-of-the-Art, State-of-the-Art Autofokus. Ich würde sagen, das Objektiv ist hier einfach nicht der begrenzende Faktor. Gegenlichtverhalten, das können wir uns auch noch kurz angucken. Ghosting und Flares sind zwar leicht sichtbar, ihr könnt euch hier auch selber ein Bild davon machen. Das hat mich jetzt nicht weiter gestört. Klar, bei dem Weitwinkel, da hat man immer mal wieder so ein bisschen die Sonne im Bild und man hat eben einen leichten Kontrastabfall bei der Lichtquelle. Das ist aber auch völlig normal, vor allem wenn hier wie hier die Sonne so arg brennt. Sieht man das natürlich. Ja, Flares Ghosting sind jetzt nicht so das große Problem. Ihr habt ja auch mal in dem Bild bei Blende 16 einen Blendenstand, da seht ihr, das sind jetzt nicht die harten Strahlen, das sind eher weichere Strahlen. Ich bin jetzt eh nicht so der Mensch, der so viele Blendensterne fotografiert, aber ihr habt da auf jeden Fall mal ein Beispiel hier im Bild. Bisschen anders sieht es noch bei chromatischer Aberration aus. Da konnte ich immer wieder ein bisschen was feststellen. Ihr seht es zum Beispiel auch hier am Schriftzug von dem Eingang. Da sieht man schon so ein bisschen die chromatische Aberration an den harten Kontrastkanten. Und teilweise lässt sich das korrigieren, teilweise wird es aber schon schwieriger. Man kann hier also schon behaupten, dass das Objektiv leider etwas anfällig für chromatische Aberration oder auch für die Low-Cas ist. Es ist aber immer noch so, man kann das bei der Aufnahme beachten und dann muss man sich da so ein bisschen drauf einstellen. Es ist aber keinesfalls frei von chromatischer Aberration. Und dann habe ich natürlich am Anfang schon erwähnt, das Objektiv eignet sich sehr gut zum Vloggen, eben wegen diesem Weitwinkel, den man da hat und eben auch der Blende, damit man sich schön freistellen kann. Da ist natürlich Focus Breathing dann auch noch eine interessante Sache und das sieht soweit meiner Meinung nach auch sehr gut aus. Also ihr habt da relativ wenig Focus Breathing, würde ich mal sagen. Vor allem, wenn ihr eine Aufnahme von euch selber macht, dann stellt ihr da eigentlich nichts fest. Also meiner Meinung nach lässt sich das Objektiv sehr gut für die Videoaufnahme nutzen. Wie schon zu Anfang erwähnt, das Objektiv bekommt ihr für 599 € und ich blende euch das vielleicht ein, wenn ich weiß, wann es im Handel erscheinen soll. Insgesamt, ja, war es doch dann schon sehr angenehm zu benutzen. Also wenn ihr sowas sucht, gerade 599 €, das ist natürlich nicht so schlecht. Vor allem am Canon RF Mount natürlich auch, wo ihr noch nicht so die große Auswahl habt, vor allem an lichtstarken Objektiven. Da bietet sich das natürlich an. Und ja, das war es dann auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen. Vielen Dank an Fotoprofi, geht da noch raus, weil die mir die X-T50 zur Verfügung gestellt haben, um das Ganze zu testen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.